wie fandst du denn den Bärlachner Barpass? Eng, sehr eng. Ja. Und geht noch vom Adrenalinspiegel? Hier sind ganz schöne Felskanten, oder? Aber halt, wie sind wir hier denn schon wieder hergekommen? Und was gibt es außerhalb des Bernala Passes in Schottland noch zu sehen? Also nochmal zurück zum Anfang. Was hat es mit dem Tal von James Bond auf sich? Warum wird der eine Abschnitt der North Coast als der schönste angesehen? Folgt uns weiter auf unserer Tour auf der North Coast 500 auf unserem Rückweg nach Glasgow. Wir sind an den Victoria Falls gestartet und machen uns weiter auf den Weg über Shieldaig nach Applecross. Das Tal auf dem Weg dorthin gibt von der Landschaft mal wieder alles und wir sollten später am Zoll erfahren, dass viele Briten diese Strecke der North Coast 500 für den schönsten Abschnitt halten. Aber seht selbst. Nach einem Mittagssnack in Shieldaig machen wir uns weiter auf den Weg nach Applecross. Heute ist ein wenig mehr Verkehr und so blenden wir euch einfach mal ein Passing Counter ein, damit ihr mal seht, wie oft wir bei Gegenverkehr anhalten oder auch zurücksetzen mussten. Even if you're too scared to follow, there's a light in each new day. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have a hand to hold. As we wait on the timing, together we find it, there's more than one way to go home. I know you're tired of this pattern. One up and three below. When you're chasing after what matters, your heart knows where to go. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have a hand to hold. As we wait on the timing to Auf get. diesem Abschnitt gibt das Wetter wirklich alles. Und wir glauben, es hat den Plan, nicht mental zu brechen, noch nicht ganz aufgegeben. Eigentlich müsste man hier so ein Blockflöten-Video draus machen. Also gibt es heute ein paar Sachen, die wir nicht machen konnten. Drohne fliegen zum Beispiel.
oder uns den ein oder anderen Ort anschauen, weil dafür war das Wetter jetzt wirklich zu schlecht. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you've got a hand to hold. As we wait on the timing, together we're finding there's more than one way to go home. Yeah, there's more. Und dann waren wir in Applecross angekommen und das Abenteuer vom Beerlachner Barpass konnte beginnen. Alter. Nee, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Ja, mittlerweile hier oben am Beerlachner Barpass angekommen. Also der Ritt rauf war schon ziemlich cool. Die Strecke runter könnte noch mal eine Nummer härter werden. Auf geht's. Er kämpft aber. Was ist das? Das macht doch keinen Spaß. Den Gang habe übrigens nicht ich gewählt, sondern die Automatik. Mit einer Höhe von 626 Metern über Meeresspiegel und nur 3 bis 4 Kehren auf der einen und 2 Kehren auf der anderen Seite ist er wahrlich nicht der höchste oder der längste Pass. Aber dieses kurze Stück hat es in sich. Viele Ausweichstellen sind nicht für 2 Fahrzeuge komplett geeignet und manchmal bröckelt es auch schon an den Rändern. Dass Nicole hier die ganze Zeit Kaugummi kaut, liegt übrigens auch in der Stressbewältigung.
So, jetzt noch mal ein kurzes Resümee, etwas über 12 Stunden später. Wie fandst du denn den Bärlachner Barpass? Eng, sehr eng. Wobei eng, es ist ja eine Single-Track. Es waren auch genügend Ausweichstationen, gar kein Problem. Er war wunderschön. Er hatte nur auf dieser engen Straße so Abbruchkanten und die sind mir immer ein bisschen suspekt. Also Ausweichen war halt schwierig an manchen Stellen, aber Florian hat das perfekt gemacht. Also mit so einem guten Fahrer wie Florian überhaupt kein Problem. Ich hätte mich gerne ein bisschen mehr entspannt. Ich war schon ein bisschen angespannt, aber landschaftlich wunderschön. Selbst bei dem Wetter, was wir im Moment haben, grandios. Wirklich grandios. Ja, also ich würde mich dem auch anschließen. Also der war super, super schön. War jetzt auch nicht so kompliziert zu fahren. Aber ich sag mal, wenn man sich einen 7,50 Meter Ofen irgendwie gemietet hat und das erste Mal ist, dass man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, dann sei einem kalter Angstschweiß garantiert. Also ich habe zwischendurch gesagt, so ehrlich sind wir jetzt einfach, ich finde diesen Pass für Wohnmobile nur bedingt befahrbar und könnte verstehen, wenn die irgendwann sagen, wir machen den für Wohnmobile zu. Also es war an vielen Ecken, wir hatten nun auch noch Baustellen da mit drin, aber es war an vielen Ecken doch schon sehr, sehr eng. Und wenn du da nicht gut fahren kannst, ja, oder ein größeres Wohnmobil hast, wie wir es jetzt haben, dann wird das schon, dann macht es keinen Spaß mehr, sagen wir es mal so. Ja, auf alle Fälle geht's jetzt runter von der North Coast 500 Bye, und wir bye. machen uns auf den Weg nach Fort William. Ich bin großer Outlander-Fan. Wir kommen direkt am Eilean Castle vorbei. Das haben wir uns aber ein paar Jahre zuvor schon mal angeguckt und auch eine ganze Reihe Fotos gemacht, die ich euch aber an der Stelle nicht vorenthalten möchte. Das eine Masterpiece hängt nämlich bis heute über unserer Couch. Dass die Brücke frei ist von Besuchern, die normalerweise im Sekundentakt zum Schloss hin und wieder zurück wandeln, werden wir in diesem Leben vermutlich auch nicht noch einmal. Also, für die nächsten Bilder muss ich mal ein bisschen ausholen. Wir hatten ja spaßeshalber schon ein paar Mal erwähnt, das Wetter versuchte mental mich zu brechen. Und da ich grundsätzlich ein Sonnenmensch bin, der möglichst viel Zeit im Freien verbringt, und dazu gehört natürlich auch mal ein bisschen Regen, aber 3 Tage fast komplett Dauerregen haben auch bei mir Spuren hinterlassen. Und so war ich den Tag wirklich maximal pisst. Also wenn ihr die folgenden Bilder seht, dass Nicole doch ein bisschen fröhlicher durch den Regen stapft als ich, dann wisst ihr jetzt warum. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt in Fort William und sind hier gerade durch die Innenstadt ein bisschen gebummelt. Da gibt es ein Highlander-Museum, was ein bisschen kriegslastig ist, aber es ist kostenlos. Man kann gegen eine kleine Spende sich das angucken, wenn es einem gefallen hat. Und ja, das war ganz nett. War ein bisschen historische Kleidung ausgestellt, so ein bisschen Material und es hat ein bisschen von der Geschichte erzählt. War ganz schön. Der Ort selber ist ein bisschen wuselig. Wir gucken uns jetzt hier die Ruinen des Forts noch an und dann geht's weiter.
Erst als wir Fort William wieder verlassen, zeigt sich noch einmal die Sonne und das Wetter sich von seiner besseren Seite. Das Tal Glencoe wollte man auf alle Fälle bei seinem Schottland-Trip unbedingt besuchen, gehört es doch zu einem der schönsten Schottlands. Wir bleiben auf einem Stellplatz mit grandioser Aussicht. Wir können den ganzen Abend noch den Wolken bei ihrem Wettertheater zuschauen. Am nächsten Morgen steht dann eine Radtour an. Bond-Fans wird diese Gegend sicherlich etwas sagen, war es doch die Filmkulisse für Skyfall im Jahr 2012. Aber ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass wir wieder trocken am Wohnmobil ankommen, oder? Oder? Und damit wären wir am Ende unserer Schottlandreise angekommen. Nun geht es nur noch nach Hause. Bleibt gerne dran und lasst ein Abo da. Die nächste Reise geht in die gänzlich andere Richtung nach Montenegro.